Bei Leutze stehen die Herausforderungen ihrer Kunden und deren Anwendungen seit jeher im Vordergrund. Prozesse effizienter gestalten, automatisieren und innovative Lösungen entwickeln, ihre Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich zu machen, das ist die Motivation für Leutze. Die Sensor People stehen für Entschlossenheit, Neugier und Leidenschaft. So schaffen sie immer wieder neue Maßstäbe und setzen technologische Meilensteine. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in ihren Fokusindustrien sind sie absolute Sensorik-Experten für diese Applikationen geworden. Herzlich willkommen, Thomas Merck, Director Application Support and Service Management bei Leutze. Herzlich willkommen, Thomas Merck, Director Application Support und Service Management. Sie haben in dem Bereich ja auch einige Patente und sind da auch Markt- und Technologieführer. Können Sie dazu noch was erklären, wo Sie da führend sind oder wo Sie etwas Besonderes entwickelt haben? Das ist die Intralogistik, die Verpackungsindustrie, der Bereich Werkzeugmaschine, die Automobilindustrie und die Laborautomation. Können Sie das mit Beispielen noch unterfüttern? Ja, als Beispiel im Bereich Intralogistik fällt mir gerade das Regalbediengerät ein. Da haben wir die messende Sensorik oder die optische Datenübertragung im Einsatz. Aus dem Bereich Automobilindustrie als Beispiel, da sind die Sicherheitssensoren im Einsatz, in der Regel bei Schweiß- und robotergesteuerten Anlagen. Im Bereich Laborautomation, da geht es um den Barcode-Leser, um die Barcode-Anwendung, die Barcode-Applikation. Und im Bereich der Verpackungsindustrie als Beispiel, da sind zum Beispiel Etikettengabeln, wie die optisch und Ultraschall die Technologie miteinander kombinieren im Einsatz, um die Etiketten entsprechend zielgenau an der Spendekante zu positionieren. Sie machen ja nicht nur Produkte. Der zweite Teil auf Ihrer Visitenkarte sozusagen ist ja der Bereich Service. Was genau verstehen Sie da unter den Servicebereichen? Ja, das Thema Service heißt ja an der Stelle nicht nur das Produkt dem Kunden zu verkaufen als Lieferant, sondern mit dem Thema Service eben die klassische Beratung, Pre-Sales, After-Sales-Beratung, technischer Support kann man auch dazu sagen. Unterstützen wir natürlich die Integration der Sensorik in die Anlage, in die Steuerung oder in ein übergeordnetes System. Kann ja ein Cloud-System sein, kann ein Edge-System sein. Dort geht es dann in die Schnittstellentechnologie rein, die wir dann beherrschen müssen. Das heißt, dort unterstützen wir mit dem Service. Wir unterstützen aber eben auch der Bereich Safety Services, wenn es um die Dienstleistung geht. Und da können wir im Prinzip das komplette Portfolio von, ich sag mal, der Beratung bis hin zum Maschinenlebenszyklusende abdecken. Es geht eben mit der Sicherheitsberatung los. Dann geht es rein in das Thema Sicherheitsengineering, eine Lösung für dieses Problem zu entwickeln. Dann die Produkte dazu entsprechend vielleicht zu modifizieren oder zu vernetzen, anzupassen. Und dann am Schluss die Validierung, Verifikation, die Abnahme ist eine klassische Dienstleistung, bis hin dann zum, ich sag mal, regelmäßigen Turnus der Überprüfungen im Rahmen einer Sicherheitsinspektion oder der regelmäßigen Gefährdungsanalyse in der Anwendung. Und das 24/7, rund um die Uhr, rund um den Globus. Wie kann man sowas organisieren? Ja, 24/7 rund um den Globus, klar, das ist dann wieder das klassische Verfügbarkeitsthema. Organisieren können wir das über unsere Struktur weltweit. Im klassischen Fall sind wir aufgestellt, indem wir 3 Hubs in den Kontinenten installiert haben, beispielsweise in Asien, in Europa und in den USA. Und da decken wir dann schon sehr viele Zeitzonen ab. Und wenn die Hubs noch in einer etwas erweiterten Arbeitszeit arbeiten, dann decken sie gleich die 24 Stunden ab. Viel wichtiger ist, wie nur die Zeitabdeckung, natürlich auch die Landessprache. Wir müssen die Sprache unseres Kunden beherrschen, müssen dort eben auf Augenhöhe sein und das Wissen entsprechend vorhalten. Und das ist die spannende Herausforderung, die wir mittlerweile mit ganz pfiffigen Instrumenten umgesetzt haben. So sieht Zukunft aus. Sind Sie da auf Augenhöhe mit dem Kunden oder andersrum gefragt, ist der Kunde auf Augenhöhe mit Ihnen? Das ist ja schon sehr anspruchsvoll, was da gemacht wird. Ja, die Erwartungshaltung des Kunden ist natürlich, dass wir als Lieferant oder eben auch als Partner natürlich auf Augenhöhe sind, wissen, wo es klemmt, Lösungen anbieten können und ihm eben da tatkräftig in der Applikation unterstützen mit unserer Sensorik, mit neuen Funktionen, mit speziellen Funktionen, einfach auch vielleicht mit Anpassungen am Produkt entsprechend, ich sag mal, genau die Schwerpunkte oder die Schwierigkeiten lösen können. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Facette. Wie haben sich denn die
Anforderungen des Kunden in den vergangenen Jahren verändert? Da gibt es ja sicherlich große Veränderungen. Ja, klassisch sage ich einfach aus meiner Anfangszeit war es klassische Kunden-Lieferanten-Beziehung. Ne? Der Kunde bezieht die Sensorik bei uns in Anführungszeichen. Ne? Und wenn es da technische Fragen gibt, dann geben wir Auskunft zur Sensorik und alle anderen Themen löst der Kunde in der Applikation. Mittlerweile sind ja die ganzen Sensoren miteinander vernetzt. Viele Sensoren, auch ein binärschaltender Sensor liefert über irgendeine IO-Link-Schnittstelle, über eine einfache Schnittstelle Daten weiter an eine Steuerung. Das heißt, die ganze Welt um den Kunden herum mit der Sensorik ist viel komplexer geworden. Und da reicht jetzt nicht nur einer auf der einen Seite, der die Anwendung kennt, ne, ich sag mal die Mechanik kennt, und der andere, der die Sensorik kennt, reicht nicht mehr aus. Dann müssen sich beide weiterentwickeln, müssen beide auf Augenhöhe arbeiten können, sie müssen sich verstehen und sie müssen dann auch bei bestimmten Themen tief in die Anlage rein, tief in die Applikation rein, um dann Troubleshooting und auch Ideen für Lösungen entwickeln zu können. Arbeiten Sie auch mit der Virtual Reality Brille? Ja, wir haben so eine Brille schon im Einsatz. Die wird in der Regel eingesetzt, wenn wir weltweit bestimmte Serviceeinsätze lösen müssen. Können wir noch Einblick in die Zukunft wagen? Wie sieht Leutze 5.0 aus? Spannende Frage. Noch mehr Vernetzung, noch schneller, Sensoren, die mitdenken, die sich selber weiterentwickeln. Ich denke, all das wird, ich sag mal, mit großen Schritten mit Sicherheit auf uns zukommen. Bin selber gespannt. Auf jeden Fall sage ich, wir sind gerüstet, wir nehmen, was kommt und entwickeln uns weiter. Schön. Das war doch ein großartiges Schlusswort. Lieber Thomas Merck, ich danke ganz herzlich für das großartige Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.